Patente spielen im Wirtschaftsleben eine immer wichtigere Rolle. Gerade für Einsteiger ist es eine unglaublich schwere Thematik. Dieses Video soll euch dabei helfen, die ersten Schritte zu verstehen, zu wissen, was passiert. Und am Ende gibt es extra nochmal Tipps und Ratschläge, was ihr auf jeden Fall zu beachten habt. Was sind Patente? Patente sind technische Schutzrechte. Das bedeutet also, man bekommt einen Schutz für Vorrichtungen wie beispielsweise Getriebe oder irgendwelche Maschinen, die ineinander greifen und irgendetwas bewirken. Oder auch Stoffe, ja, wie beispielsweise sie in der Chemie verwendet werden oder deren Wirkungen, ja, welche in der Pharmazie ganz besonders wichtig sind. Zudem kann man sich auch Verfahren schützen lassen. Das heißt also, wie funktioniert irgendetwas, was muss ich nacheinander tun, damit irgendeine bestimmte Wirkung erreicht wird. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Patentierung. So sind beispielsweise die reine Ästhetik, ja, also wie etwas aussieht, ist ausgenommen. Ja, dafür gibt es ein eigenes Schutzrecht, das ist das Designrecht. Oder auch das Geschmacksmuster oder ja, auch Sorten sind ausgenommen. Das sind Pflanzenzüchtungen wie Bäume oder Kartoffeln. Ja, diese können auch nicht patentiert werden, weil sie einen eigenen Schutz haben. Teilweise ist Software ausgenommen, da muss man jedoch darauf achten, Software kann auch patentiert werden. Da kommt es sehr speziell darauf an, wie das gemacht wird. Aber auch andere Dinge sind ausgenommen, wie mathematische Formeln oder auch Spiele. Dafür kann man leider keine Patente bekommen. Wozu werden Patente verwendet? Nun, Patente sind im Allgemeinen erstmal ein reines Verbietungsrecht. Das bedeutet, ja, ich habe das Recht, jemand anderen zu sagen, das darfst du nicht tun. Das heißt nicht, dass ich ein positives Benutzungsrecht habe, ja, so dass ich sagen kann, ey, ich habe jetzt ein Patent erteilt bekommen, ja, und jetzt gehe ich hin und verwende dieses Patent und verkaufe meine Erfindung. Ich habe auch andere Gesetze zu beachten, beziehungsweise auch andere Patente. Kleines Beispiel, wenn jemand ein Getriebe für ein Auto entwickelt und ein anderer entwickelt ein Automatikgetriebe, so kann natürlich derjenige, der das Getriebe patentiert hat, dem Automatikgetriebehersteller sagen, du darfst das nicht herstellen, weil ein ist auch ein Getriebe. Umgekehrt darf aber der Getriebemensch nicht hingehen und sagen, ich baue jetzt Automatikgetriebe, weil dafür kann der andere ihm verbieten, nee, ich habe einen Schutz auf Automatikgetriebe, du darfst das nicht tun. Weiterhin wichtig ist, was ist der Unterschied zwischen einem Patent und einer Patentanmeldung. Viele verwenden diese beiden Begriffe synonym. Das heißt, für sie ist eine Patentanmeldung das gleiche wie ein Patent. Rein juristisch ist das leider nicht so, sondern ein Patent liegt erst dann vor, wenn eine Patentanmeldung erteilt wurde. Also eine Patentanmeldung wird durch eine Erteilung zu einem Patent. Das ist besonders dann wichtig, wenn man damit wirbt. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich möchte hier vorliegend gerne sagen, ey, ich habe etwas erfunden und das ist ganz toll und das ist mein Patent, dann sollte es sich tatsächlich auch um ein erteiltes Patent handeln und nicht eine Patentanmeldung. Falls dem nicht so ist, gibt es ein gewisses Risiko, dass man Ärger mit solchen Leuten wie mir bekommt. Was muss ich als Erfinder beachten? Ich kann nicht einfach hingehen, nur weil ich etwas erfunden habe und sagen, ich möchte es selber anmelden. Gerade wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmer bin, ja, habe ich ein paar Sachen zu beachten. Es gibt nämlich in Deutschland das sogenannte Arbeitnehmererfindungsgesetz. Mit diesem Gesetz ist geregelt, dass ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung seinem Arbeitgeber zu melden hat. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist eine Diensterfindung? Wenn du beispielsweise bei einer Krankenkasse arbeitest und entwickelst ein Getriebe für ein Auto oder eine Schaltung für ein Fahrrad, dann ist das sicherlich keine Diensterfindung, weil dein Arbeitgeber ist eine Krankenkasse und stellt keine Fahrräder oder Autos oder so etwas her. Aber es gibt andere Fälle, in denen das durchaus kritisch ist. Meine Empfehlung ist, auf jeden Fall eine sogenannte Erfindungsmeldung abgeben. Und wenn du glaubst, ja, dass deinem Erfinder diese Erfindung nicht zusteht, dann schreibe unbedingt drauf, dies ist eine freie Erfindung. Wenn du Geschäftsführer bist, gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz für dich nicht. Das heißt, du könntest erstmal sagen, oh, ich darf das Patent anmelden.
Aber vorher einen Blick in deinen Anstellungsvertrag werfen und genau schauen, ob da das Thema Erfindungen geregelt ist. Wenn nicht, sieht es einigermaßen gut aus. Wenn doch, musst du dich natürlich an deine vertraglichen Verpflichtungen halten. Umgekehrt heißt das auch, wenn dir ein Betrieb gehört und du möchtest einen Geschäftsführer anstellen, solltest du auf jeden Fall eine Regelung zu Erfindungen mit in den Vertrag für den Geschäftsführer aufnehmen. Also, die wichtigsten Tipps. Ja. Du solltest beachten, ob es nicht gegebenenfalls für deine Erfindung eine Ausnahme im Patentgesetz gibt. Ist es ein Design oder ist es vielleicht eine Sorte oder bei Software nochmal gesondert schauen. Dies kann patentierbar sein, häufig ist es aber ein Problem. Verwende die Worte Patentanmeldung und Patent jeweils richtig. Gehe nicht hin und sage zu einer Patentanmeldung Patent. Das könnte dir Ärger bringen. Zudem, wenn du als Arbeitnehmer eine Erfindung hast, ja, melde sie bei deinem Arbeitgeber und wenn du davon ausgehst, dass sie dir selbst zusteht, dann schreibe bitte rein, ich gehe davon aus, dass dies eine freie Erfindung ist. Wenn du Geschäftsführer bist, schau in deinen Anstellungsvertrag, ob dort eine Regelung bezüglich der Erfindungen getroffen ist. Weitere interessante Inhalte findest du am Ende dieses Videos.